Wenn du gerne Bäume zeichnest, ist dieses Video genau das Richtige für dich. Ich zeige dir typische Fehler und wie du sie nie wieder machst. Los geht's! Lass uns jetzt 5 Fehler besprechen, die immer wieder beim Baumzeichnen gemacht werden. Ich habe hier ein Foto gemacht von einer schönen alten Stieleiche, ungefähr 150 Jahre alt. Also ein mittelalter Baum. Und die 5 Fehler, die wir uns angucken, wo wir unseren Fokus drauf legen, sind Perspektive Horizont, Grundform, Stammäste, der Kronenaufbau, die Wurzel und Thema Licht und Schatten. Ja, also legen wir los mit Perspektive und Horizont. Du siehst, ich stehe hier gerade vor dem Baum und wenn du mit einem Baum zeichnen möchtest, lege dir sozusagen erstmal die Sichtachse fest, also die Horizontlinie, wie du den Baum zeichnen willst. Von unten, von oben oder direkt von vorne. Ja. Also ich stehe ungefähr vor dem Baum auf dieser Höhe. Ein großer Mensch würde auf dieser Höhe stehen oder ein Riese schon und ein Kind wäre die Horizontlinie hier. Ja, das ist schon mal ganz, ganz wichtig. Warum? Weil es die anderen Gesetzmäßigkeiten bestimmt, die daraus abgeleitet werden. Ja? Also du siehst, wir haben hier die Horizontlinie und daran richtet sich sozusagen der Aufbau des Baumes auf. Also wie wir ihn sehen, wie wir ihn wahrnehmen und wie wir ihn letztendlich zeichnen müssen. Ja, also ganz, ganz wichtig, immer erst die Perspektive, die Horizontlinie festlegen. Fehler 2, Grundform, Stamm, Äste. Also schauen wir uns das mal an. Die Grundform des Baumes aus dieser Perspektive ist ein Zylinder und es wird immer schmäler hier von den Ellipsen, bis wir hier zu einer Linie kommen und dann wird das immer steiler. Ja, warum? Weil es überhalb der Horizontlinie geht. Ja. Der Baum ist im Prinzip ein Zylinder, der sich von uns wegneigt. Ja. Immer daran denken, der Baum hat eine zylindrische Form, er ist nicht ganz rund, sondern natürlich organisch gewachsen. Ja? Also das geht hier immer weiter. Ich bleibe mal bei dem Mittelteil, bei dem Hauptstamm. Das wird immer runder nach oben, je mehr es von uns weggeht. Ja? Weil es überhalb der Horizontlinie ist und es sozusagen zu uns runterkommt. Ja? Und hier wird die Ellipse breiter, hier wird sie immer schmäler sozusagen. Ja? Das kannst du dir ungefähr merken und hier wird sie eine Linie. Ja, also so. Wenn ich das richtig jetzt zeige. So, das ist schon mal ganz, ganz wichtig zu verstehen, denn danach richtet sich auch die Zeichnung des Baumes aus. Ja? Also wie du den aufbaust, von den Kronenaufbau, von den Ästen und so weiter. Also merken, ganz, ganz wichtig. Weiterhin kommt noch hinzu, dass wir auch sehen, wenn wir uns den Stamm hier angucken, dass er sich nach oben, hier geht es in den Hauptstamm über, teilt einmal, aber auch verjüngt. Das heißt, er wird schmäler. Ja? Du siehst, hier haben wir die größte Ausdehnung, wo er sich in die Erde krallt. Ja, man kann sagen, mit seinen einzelnen Fingern die Wurzel und wird dann immer schmäler. Ja? Die Äste gehen hier ab in diese Richtung und verringern praktisch das Volumen des Haupttriebes, der am höchsten in der Mitte geht. Ja? Okay, gehen wir zurück. So, jetzt gucken wir uns beim Fehler 3 an, den Kronenaufbau. Also die Krone folgt oder der Baum einer gewissen Symmetrie. Ich hatte es hier eingezeichnet und du siehst, hier fehlen natürlich schon einige Äste unten, aber du siehst ungefähr, nach welchem System sich der Baum aufbaut. Ja, du siehst, strahlenförmig gehen die Äste ab und verkürzen sich immer im Winkel. Ja, also hier sind sie 90 Grad und hier fällt es entsprechend. Wenn hier noch Äste dran wären, würden die in diese Richtung gehen. Ja,
und die ganz unten wahrscheinlich in diese Richtung. Die sind aber schon abgeschnitten oder beim Baum halt abgefallen. Ja? Also ganz, ganz wichtig, dass die Krone sich immer danach richtet, wie das hier verzweigt ist, also dem Licht entgegen sozusagen geht der Kronenaufbau. Ja? So, also immer daran denken, dass das harmonisch wirkt. Ja? So, jetzt gucken wir uns Fehler 4, die Wurzel an. Da werden auch immer viele Fehler gemacht. Also ich sagte ja bereits, hier unten haben wir eine Ellipse. Mal ein bisschen sauberer zeichnen hier. So, da haben wir eine Ellipse. Ja? Und der Stamm, die Ausläufer gehen hier richtig schön raus. Ja? Und dann gehen sie ja halt in diese Erde rein. Und dann können wir hier richtig praktisch hochzeichnen. Und hier kommt einer, der geht sogar an den Stamm ein wenig. Ja, hier können wir auch noch ein bisschen hochgehen. Und hier wird es dann sozusagen von der Erde. Ja, hier gehen sie in die Erde rein und das ist nicht mehr zu sehen. Ja, und du siehst auch die Richtung. So, ich gehe mal nochmal zurück, mache mal die Ellipse nochmal weg, damit es deutlicher zu sehen wird. Also, zeichnen wir ungefähr den Stammaufbau hier rein. Und hier noch weiter. Ja? Du siehst auch hier, die gehen in die Richtung, hier rum, hier rum, hier rum, hier rum. Also auch diese Ellipsenform wird hier beibehalten. Ja? Auch ganz wichtig zu verstehen. Okay? Eine kurze Unterbrechung. Wenn du tiefer in das Zeichnen einsteigen willst, findest du unter dem Video einen Link zu meiner Akademie. Dort lernst du das Zeichnen mit Freude und System. Weiter geht's mit dem Video. Also ich kann mal kurz die Ebene hier ausblenden. Quatsch, so rum. Dann siehst du das ungefähr. Ja? So. Und die Struktur des Baumes halt, die Struktur der Wurzel, schau mal, hier gehen ja die, wenn du das siehst, dann geht es in diese Richtung. Ja? Das folgt immer der Form. Ganz, ganz wichtig. Ja, also immer daran denken, dass du hier nicht die Linien zeichnest, wie die Form nicht ist. Ja. Und die Äste, lass uns mal so einen Ast studieren kurz, der kommt hier raus. Ja. Kannst dir vorstellen, der wächst hier raus aus der Seite. Ja. Geht dann hier hoch. Hat dann hier den nächsten Ausläufer. Und hat natürlich jetzt diese Struktur auch so lang. Ja. Bei einer Buche zum Beispiel, die hat ein bisschen andere Borke, könntest du sogar das hier mit einzeichnen. Ja. Also dass es immer runder wird sozusagen. Ja, es ist immer gut, sich das zu merken bei den Ästen, auch bei dem hier. Wenn wir uns den angucken, wo der lang geht, ja, da ist die Wuchsrichtung oder zum Verständnis ist es so richtig. Ja. Der Ast geht hier rein, also es gibt Äste, je nach Perspektive musst du die dann zeichnen. Ja? Und der hintere geht hier zum Beispiel in diese Richtung weg, also nach hinten mehr weg und ist kaum noch zu sehen, weil der Hauptstamm geht hier eigentlich weiter durch. Ja? Also ganz, ganz wichtig, dass es Äste gibt, die praktisch, so rum, die praktisch am Stamm einmal rausgehen, ja, und auf der anderen Seite aber auch direkt so gehen. Ja. Also hier kommt der Ast weiter vorne raus, hier kommt er mehr seitlich raus. Ja. Immer ganz wichtig zu verstehen sozusagen. Ja, und das kann man praktisch immer abwechseln. Ja. Aber das sind dann schon die Feinheiten, ja, wie die Äste dann letztendlich rausgehen. Ja? Und der Baum lebt dann halt hiervon, siehst du, und hier auch eine leichte Biegung drin. Ja? Also auf keinen Fall den Stamm hier so zeichnen, dass er so gerade ist. Das sieht irgendwie langweilig aus. Ja? Das ist die falsche Perspektive für den Baum.
So, das nehmen wir mal kurz alles wieder weg und gehen mal wieder zurück zu der Ebene. So, okay, also wir haben die Horizontlinie festgelegt. Und gehen praktisch hier die Horizontlinie festgelegt, haben uns mit den Wurzelanläufen beschäftigt, dem Kronenaufbau, ja, immer dran denken. Ganz, ganz wichtig sozusagen, dass die Äste strahlenförmig weggehen und hier gehen sie, wenn man so will, in die Erde rein. Ja. Also immer wieder zu beachten. Ja. Der grundsätzliche Aufbau ist halt immer ein Zylinder. Der Stamm und die Äste gehen auch zylindrisch von diesem Baum ab. Da wird es nochmal ein spezielleres Video zu geben. Das ist erstmal zum Einsteigen, damit du grundsätzliche Fehler erstmal beim Verständnis des Baumes vermeidest. Ja. Das ist nämlich ganz, ganz wichtig, daran zu denken sozusagen. So. Okay, so, Punkt 5 ist das Thema Licht und Schatten. Ja. Du siehst ja hier, die Krone geht jetzt hier aus dem Bild raus, ist meistens Ellipte, wie eine Ellipse aufgebaut. Ja. Warum? Wenn die Sonne jetzt wie in dem Fall von hier kommt, ja, dann schiebt sie, wenn sie senkrecht kommen würde, wenn der Baum rund ist von der Krone her, wäre das natürlich eine Kugel, also ein Kreis, ziemlich kreisrund, und je mehr die Ellipse drin ist, je mehr die Sonne von der Seite kommt, wird die Krone natürlich zu Ellipse. Das zeige ich hier auch nochmal, indem ich hier nochmal kurz reinzeichne. Ja, also wenn wir jetzt den Baum im Aufbau hier haben, ja, dann haben wir praktisch die Ellipse hier, das Licht. Ja. Wenn das Licht von hier kommt. Ja, ich zeichne das mal ein bisschen deutlicher ein hier. Also ich gehe nochmal rein hier. Ich zeichne manchmal viel zu schnell, weil ich das so gewohnt bin. Also die Ellipse nochmal rum. Die Ellipse stellt den Schatten dar. Und jetzt würde das Licht von so kommen. Wenn das Licht mehr von so kommt, würde die Ellipse natürlich, ich gehe nochmal zurück, würde die Ellipse natürlich mehr nach hier die Ausdehnung haben. Ja, weil ja die Krone hier oben angestrahlt wird, die jetzt hier letztendlich ja drüber ist. Ja. Versuche das mal schnell zu skizzieren hier. Ich glaube, das System ist klar, dass das dann hier die Schattenfläche wäre. Also dass der Schatten ein Oval ist und natürlich der Lichtrichtung sich anpasst. Ja. Geht gar nicht so richtig mit dem Stift. Also der Lichtrichtung sich anpasst, und wenn natürlich das Licht von hier kommt, ist es logisch, dass der Schatten dann in diese Richtung geht. Ja. Also das ist schon mal ganz, ganz wichtig zu beachten. Das sind erstmal die Grundlagen, ja, dass man praktisch die Perspektive festlegt. So, ich nehme es mal zurück hier, dass der Baum nochmal zu sehen ist, dass man praktisch die Perspektive festlegt mit der Horizontlinie. Wie schaue ich auf den Baum rauf? Und danach richten sich die Gesetzmäßigkeiten aus. Licht, Schatten, Kronenaufbau, der Baum unten breiter, wird oben, verjüngt sich nach oben. Der Baum in sich ist eine zylindrische Form. Ja, ganz wichtig, Wiederholung macht den Meister. Die Äste haben auch eine zylindrische Form. Ja. Geht alles hier rum sozusagen, und die Wurzelanläufe haben immer diese Richtung um den Baum herum. Ja? So, das sind erstmal die grundsätzlichen Sachen, die du wissen solltest, wenn du beginnst, einen Baum zu zeichnen, und deswegen kannst du erstmal so einen Baum ganz einfach sozusagen aufbauen. Ja? Dass du dann die Sachen beherzt, die ich dir gerade mitgeteilt habe.
und dann guckst, dass du erstmal den Baum versuchst, ganz einfach zu zeichnen. Ja? Aufzubauen und an die wesentlichen Sachen zu denken. Ja? Okay, ich hoffe, du bist gut mitgekommen. Wenn du Fragen hast, schreib es mir gern in die Kommentare. Und weitere Videos findest du hier oben in der Playlist. Ich freue mich über dein Abo und freue mich natürlich auch, wenn wir uns zum nächsten Zeichenkurs hier auf Schmidts Zeichenwelt wiedersehen.